Rennradfahren auf Mallorca. Es gibt dazu viele schöne Bilder oder Kurzvideos wie diese hier auf Social Media. Aber ist es dort wirklich so schön zum Rennradfahren? Oder muss man sich für einen authentischen Eindruck vielleicht mehr Zeit nehmen? In dieser vierteiligen Videoreihe finden wir heraus, was kann Mallorca. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. An Tag 2 sollte es ans Meer gehen, aber ich wusste nicht so recht, was der Tag bringen wird. Und dann ist es ganz unerwartet ein Tag voller Höhen und Tiefen geworden. Und damit geht's auch los. Ziel dieses Tages ist diese Bucht, aber schauen wir uns die gesamte Strecke an und wir zoomen rein. Von Inca geht es erst in Richtung Palma und dann über den Col des Vent, Galilea und Es Grau zum Port des Canonier. Und von da über Valldemossa zurück nach Inca. Am Ende stehen 135 Kilometer und gut 2000 Höhenmeter auf dem Tacho. Der Wecker ging um 6 Uhr, die Räder haben im Keller übernachtet und wir mussten noch etwas gegen die Kälte anziehen. In der Dunkelheit ging es aus Inca raus und über eine größere Straße flach in Richtung Palma. Nach 10 Kilometern ist es schon deutlich heller und jetzt erstmal ein Kaffee. Anne sagte gerade scheußlicher Kaffee oder Cappuccino. Ich trinke den. Alles gut? Ist halt viel Milch drin. Brauchst du die Kaffeebohne? Kaltes Am Wasser. Morgen. Sehr kalt. Nicht mein Fall. Nicht mein Fall. Okay. Brauchen wir noch mal einen Kaffee? Ja, kriegen wir nochmal. Ja, wir haben noch genug Kilometer. Ah ja. Ja, jetzt ist es fast schon hell, ne? Mhm. Das ist auch kurios, es regnet, aber über uns, ja, von der Wolke da vielleicht, okay. Jetzt sehe ich es auch. Dienstag morgens um 8 Uhr sind wir im Außenbereich von Palma in krassen Berufsverkehr gekommen. Das war kein Spaß und in einem Kreisverkehr wurde ich fast angefahren. Die Frau hinter dem Auto hat schon die Hände vorm Mund zusammengeschlagen, aber ich konnte noch rechtzeitig bremsen. So, jetzt haben wir uns ein wenig durch den Stadtverkehr durch Palma gefühlt gekämpft. Und jetzt das ist echt Chaos. Das ist ein Krampf. Ich habe schon echt kaum Bock mehr. Und die nächste Tour, der dritte Tag, die machen wir auch woanders her. Das ist einfach völlig gaga hier. Das ist super anstrengend, super viel Verkehr. Genau, jetzt wollten wir gerade eigentlich hier weiterfahren, aber es ist irgendwie der Weg gesperrt. Kommt jetzt zu unserem Glück noch dazu. Ja, wir sind gerade echt ein bisschen demoralisiert. Wir fahren jetzt diesen Tag noch. Und genau, wir sind jetzt hier gerade. Die Straße hier vorne ist gesperrt, jetzt müssen wir einen kleinen Bogen fahren und dann fahren wir blau weiter. Und dann treffen wir aber hier, geht der dritte Tag weiter. Und weil der führt dann hier an der Küstenstraße entlang. Ab da fahren wir also dann die schwarze Linie, den Tag 3, weil wir den dann nicht mehr machen. Kann man eben wechseln hier. So, dann fahren wir die blaue Linie und dann hier flach zurück. Genau, ja. So ist jetzt der Plan. Also jetzt fahren wir erst noch ein bisschen die normale Route, dann wechseln wir auf die schöne Küstenstraße. Ich hoffe, das entschädigt für den Quark hier oben Palma. Und dann planen wir den dritten Tag neu, fahren da mal flach, ganz woanders hin, fahren nach Petra zum Marktplatz und ja. Ja. Gran Canaria war schöner, ne? Nee, fand ich jetzt gar nicht, aber das, was wir jetzt halt hier geplant haben, ist nicht schön. Ja. Gestern war ja wunderschön. Ja. Okay, also jetzt fahren wir erstmal hier um die Streckensperre rum. Als Stimmungsaufheller hätte mir ein zweiter guter Kaffee geholfen. So, mein Plan ging nicht auf. Zweiter Kaffee beim gelben M. Die haben leider noch zu. Was für ein Tag. Zu, ne? Das hätten wir uns jetzt gegönnt und dann wäre es ein langer Tag geworden. Naja, zumindest hätten wir jetzt dann noch mal eine gewisse Form der Stärkung. Ja.
Ab diesem Abzweig wendet sich das Blatt. Die Straße führt zu einer Militärbasis und auf dem Pass dahinter fuhr kein einziges Auto. Wir haben es tatsächlich aus dem Stadtgebiet rausgeschafft, ziehen jetzt unsere warmen Sachen aus und dann wird es ab jetzt schön hoffentlich. Gruschel, Gruschel, Gruschel. Stunden später. Und wir haben es erst. Wenn man um 20 nach 9 schon sagen kann, was ein Tag. Das hat man auch nicht allzu häufig. So, wir fahren jetzt den Col de Sacreux, 5,1 Kilometer und 5,8% im Schnitt. Der Pass wird auch Col des Vent genannt und er gilt als perfekter Trainingsberg für Radsportler aus Palma. Schnell zu erreichen, praktisch autofrei und landschaftlich umwerfend. Zudem ist er wegen regelmäßiger Radsport- oder auch Rallye-Veranstaltungen immer in sehr gutem Zustand. So, zack. Die Nebenstraße. Und es ist unglaublich ruhig. Herrlich. Unser Plan, heute Morgen extra früh loszukommen, um dem Stau zu entgehen, ist leider ja nicht aufgegangen. Jetzt schauen wir mal, wie wir die Tour noch vielleicht ein bisschen umplanen. Die schmale Straße scheint durchgängig zu sein und jetzt sogar einen Mittelstreifen. Die letzten 75 Meter. Hier sehen wir die Strecke von Inca in Richtung Palma. Dann fahren wir einen Bogen um die Stadt. Und dann auf den Col de Sacreux. So, wir sind oben, glaube ich. Schild sich. Ziehen wir uns eine Jacke an? Mit der Jacke geht es jetzt 2,5 Kilometer dieses schöne Sträßchen runter. Hier rechts liegt ein ausgebeutetes Auto. Nochmal kurz anhalten, Handschuh an und weiter runter. Links geht's weiter bis nach Calvia. Hi. Hi. Schön, ne? Schön. Hier ist es wirklich sehr schön. Ich habe schon gedacht, ob wir doch normal fahren und auch am dritten Tag, das führt auch ganz woanders her, das führt gar nicht über Palma. Ja, wir gucken uns die Strecke an, aber wir können die Strecke so fahren. Ja, genau. Also wir gucken heute Abend nochmal, aber Also, ich bin aktuell gewillt, dass wir das normal durchziehen. Ja. Ja. In Calvia gab es Bocadillos für uns. Das sind eindeutig gelaufen. Und der nächste Anstieg nach Galiläa. Ich habe gerade ein leichtes Motivationsloch. Aber das hat man halt manchmal. So diese Höhen und Tiefen auf diesen Radreisen. Folgendes, was ich noch sagen wollte. Ich habe ja diesmal noch mal mein Hammerhead und da finde ich diesen Climb-Anstieg voll gut.
Also wir fahren jetzt die nächsten 4,4 Kilometer, 282 Höhenmeter. Und irgendwie gefällt mir diese Anzeige besser als bei meinem Wahoo Element Roam V2. Oder ich habe da noch nicht die richtige Seite irgendwie entdeckt. Nein, doch. Aber die Darstellung ist einfach besser. Ja, die Darstellung ist besser beim Hammerhead. So, jetzt strampeln wir uns mal diesen Anstieg hoch. Hoch, hi. Ja, diese kleinen engen Straßen mit dem Mittelstreifen drin, die sehen fast aus wie so Spielzeug, wie im Spielzeugland. Damit sind wir auf 410 Metern Höhe und jetzt geht es direkt runter. Ab hier geht's 4,2 Kilometer runter und dann kommt auch schon der nächste Anstieg. Da ist auch schon der nächste Anstieg. So, was haben wir jetzt hier für einen Anstieg? Das sind 2 Kilometer ungefähr mit 9%. Das ist eigentlich so wie die letzten 2 Kilometer vom Galibier. Nur dass der halt 18 hatte. Das ist hier der ganze Anstieg. Ich freue mich auf eine ausgiebige Mittagspause. Ist aber nicht drin aufgrund des Zeitmanagements. Wir haben die Lupine dabei. Und das Zelt müssen wir heute auch nicht mehr aufbauen. Okay, wir sind oben. Hast du die Handschuhe jetzt die ganze Zeit an? Ja. Ja, ist gut, dann brauchst du es jetzt nicht anziehen. Die Abfahrt vom Esgrau war nichts Besonderes, aber immerhin geht es für uns ab hier runter bis zum Meer. Diese kleine Rampe noch und dann kommt rechts die Bucht. Die folgende Situation finde ich übrigens ganz interessant. Ich muss gleich rechts ab und darf auf meiner Fahrbahn ausholen, um die Kurve zu nehmen. Aber da ich damit rechnen muss, dass der Bus sein Überholmanöver durchzieht, ziehe ich lieber zurück. So bleibt auch für den Radfahrer auf der anderen Seite mehr Platz. Lieber etwas Rücksichtnahme, als auf seinem Recht zu bestehen. Das ist nun also die Abfahrt runter zum Port des Canonier. Auf 5,5 Kilometer geht es 320 Meter runter. Und es gibt 27 sehr enge Kurven. Ein echtes Kurvengehacke und das war das Gegenteil von flüssig. Aber da unten gab es das einzige Restaurant in der Nähe, da wollten wir essen und mussten auch unsere Trinkflaschen auffüllen. Das war fest eingeplant, also runter da. Während ich diese Zwischenrampe im Wiegetritt überwinde, schalten wir kurz rüber zu Anne. Ja, heute finde ich, läuft es einfach irgendwie nicht so rund. Sehr anstrengend irgendwie. Weiß auch nicht. Aber man kommt nicht so voran. Aber manchmal ist das so.
Wir schalten nochmal rüber zu unserer Außenreporterin. Die hat ja bekanntlich immer den schwersten Job. Ich bin schon ganz viele irgendwie so Serpentinen runtergefahren, aber das fällt mir gerade richtig schwer hier. Weil teilweise, also man hat den Blick aufs offene Meer, eigentlich voll schön, aber das ist irgendwie voll steil und irgendwie habe ich richtig Höhenangst. Mal ist bestimmt schon unten. Hilfe! Ich bremse mich hier mal runter. Das war die schlimmste Abfahrt ever. Oh Gott, das war echt Hölle. Wieso? Es war So, furchtbar. diese flachen Kurven meinst du? Ja, diese flachen Kurven. Ich möchte jetzt nicht mehr gefilmt. Okay. Dann rollen wir nun in das 100-Seelendorf rein. Wegen der schwierigen Abfahrt verirren sich nur wenige Menschen hierhin. Es gibt auch nur 2 bis 3 Restaurants oder Cafés und die haben nur während der Saison oder am Wochenende geöffnet. Unser Restaurant sollte zwar laut Google geöffnet sein, aber Fehlanzeige, es war zu. Das war übel, denn die Verpflegungsstelle fiel weg und wir mussten nahezu ohne Wasser wieder hoch. Der Weg vom Col de Sacreux bis runter in die Bucht. Schöne Bucht, ganz abgeschieden hier. Toller Blick aufs Meer. Leider hat das Restaurant aber zu und jetzt gibt es hier nichts, obwohl wir die Verpflegung eigentlich bitter nötig hätten. Jetzt müssen wir hoch. Und, ja. Vielleicht gucken wir noch mal, ob wir hier irgendwo eine Wasserquelle finden oder vielleicht sprechen wir mal jemand an. Ja, mal gucken. Okay, ja, also wir gehen es jetzt an. Es wird ja nicht besser. Das Restaurant war komplett dunkel und auch auf der Straße haben wir niemanden angetroffen, den wir nach Wasser hätten fragen können. Deswegen sind wir dann so raufgefahren. 8,8 Kilometer, 478 Höhenmeter. 5%. Aber immerhin haben wir jetzt trotz aller Strapazen ganz schönen Blick hier. Können es in Ruhe genießen. Genieße den Schmerz. Auto. Ja, die ersten Serpentinen haben wir, aber es geht bisher besser als gedacht. Okay, obwohl wir komplett in der Sonne sind, hoffen wir nur, dass das Wasser reicht. Ja, das sind so Furchen von LKWs oder so, die so hinten unten ausscheren. Jo, hier oben sind wir wieder auf der großen Straße. Ja, das ging jetzt besser als gedacht. Haben wir gut hinbekommen. Jetzt sind es aber noch 4,5, geht noch weiter rauf. So mit 4%. Das schaffen wir jetzt auch und wir lechzen nach einem Supermarkt oder Tankstelle, irgendwas. Ja, gute Getränke. Gut. Das mit dem vor. Es ist Besserung in Sicht. Valdemossa, next stop. Und dann kommt der schöne Col d'en Claret. Ich merke, dass ich immer noch vieles so französisch aussprechen möchte. Ist ja im Spanischen aber anders. Hier oben geht eine super kühle Luft. Das ist echt gut. Und sehr gute Straße, ja. Also ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber ich sehe auf meinem Hammerhead eine gelbe Linie, die nach der blauen jetzt kommt. Blau bedeutet Anstieg,
Gelb, kein Anstieg. Und wir fahren die letzten 100 Meter und die letzten 5 Höhenmeter. Yeah. Ja, wir müssen ja ganz ziehen, das stimmt. Juh. Ah. Schön. So, jetzt geht's aber wirklich runter in Richtung Valdemossa und kühle Getränke waren in Sicht. Nur noch ein paar Kurbelumdrehungen und dann waren wir auch an der Tanke. Guten Tag. Oh. Ja. Was? Gute Tankstellenluft, ne? Ja, aber ich mag jetzt keinen Meter weiterfahren gerade. Nee. Erst muss hier aufgetankt werden. So, links nach Valdemossa, Endspurt. Geht noch ein paar Kilometer runter und dann 27 Kilometer flach. Die Abfahrt von Valdemossa runter hat nun mal richtig Spaß gemacht, man konnte schön schnell fahren. Damit sind wir auch unten und es stand uns noch ein bisschen Transferstreckengeballer bevor. Alles in allem war die Strecke heute nicht wirklich schön. Der Tag bleibt eher wegen des emotionalen Auf und Abs im Gedächtnis. Vor uns in dem grauen Gebäude liegt unser Hotel. Die Strecke raus aus der Bucht bis zurück nach Inka. Ein Tag voller Höhen und Tiefen bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Ich wusste gar nicht so recht, was mich heute erwartet. Ich dachte so, ja, könnte unterm Arbeitstitel Fahrt zum Strand laufen, ne, wenn dir nichts Besseres einfällt. Aber ja, und dann so ein Tag, ja. Echt heavy, ja. Dann, ja, das Hotelzimmer sieht so aus. Hier ist ein kleiner Balkon. Wir sind direkt in der City. Ja. Da vorne ist der Platz. Und dann gehen wir noch einmal hier durch. Ja, Bad, Klo, Dusche und hier noch Garderobe. Okay, dann ciao. Ciao. Bis zum nächsten Video.
Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.